Wir kennen das Sprichwort, du bist oft Prophet im eigenen Land. So gesehen sind die Erfolge oder auch die Leistungen der nationalen und heimischen Sportler für das Erzberg Rodeo meiner Ansicht nach extrem wichtig. Der erste österreichische Finisher fürs Erzberg Rodeo war der Andreas Obereder, der ist, glaube ich, auch sehr oft und lange mitgefahren. Ja, es gibt viele, viele klingende Namen. Besonders in Erinnerung an Erich Brandauer. Der beeindruckt mich einfach, weil wenn du ihn siehst, sagst der setzt sich nicht auf ein Motorrad drauf. Geschweige denn fährt er das ganze Erzberg Rodeo durch. Und das macht er aber heute auch noch. Ne? Der Erich Brandauer ist eine Kultfigur, er ist alles gefahren. Er ist sicher einer der besten Leute, die es gibt. So wie alle Endurofahrer und Trailfahrer und Alpha-Typen, die man halt einfach so beschreiben muss, hat der Erich den Endurosport auch in Österreich mitgeprägt. Es ist vielleicht auch eine sehr schöne Geschichte, dass einer der bekanntesten heimischen Fahrer am Erzberg Rodeo, der Erich Brandauer, selbst die nächste Generation an nationalen Fahrern quasi mitgenommen hat und aufgebaut hat. So haben wir zum ersten Mal den Lars Ennekel kennengelernt. Ja, eigentlich hat der Erich Brandauer den Lars Ennekel in der Enduro-Szene erschaffen. Ich glaube, er erkennt auch, wann irgendwann einmal ein anderer die Topspitze erreichen kann, und das hat er beim Lars Ennekel gleich von Anfang an erkannt. Und deswegen ist er auch da aufgeschlossen. Ich glaube, dass er ihm Lars immer helfen wird, irgendwo weiterzukommen. Ich glaube, dass Leute wie der Erich oder auch wie der Lars gezeigt haben, das geht. Du kannst auch als Hobbyfahrer oder als Semi-Profi, der aus Österreich kommt, beim Erzberg Rodeo wirklich ins Ziel kommen. Du kannst sogar das Podium erreichen. Und ich glaube, dass das Kollektiv dieser Leistung ganz einfach wichtig ist. Es motiviert immer, glaube ich, sehr stark, wenn du siehst, da kommt ein neues Talent aus unseren Reihen. Und ich glaube, dass die zwei Zielankünfte oder die Bestätigung seiner Leistung vor allem eine ganz, ganz starke Motivation für viele, viele Fahrer in Österreich gewesen ist. Dein Gegner ist oberflächlich gesehen dein Konkurrent, der andere Rennfahrer, aber der wirklich große Gegner ist das Gelände, das ist die Strecke und in unserem Fall eben der Berg. Ein Lieblingsteil von mir ist der Start des Red Bull Herskremls. Da geht es aber eher um die Atmosphäre, die sich dort aufbaut. Man kann es vielleicht ein bisschen so beschreiben, wenn du irgendwo Adrenalin mit Händen greifen kannst, dann dort. 1 oder 2 Minuten, absolute Stille. Das ist, wenn die Motoren abgestellt werden, ganz kurz bevor die erste Startreihe das Go-Signal bekommt. Das ist ein Moment, der bleibt jedem, der da unten dabei war, bleibend in Erinnerung. Das ist atemberaubend, das ist mit Gänsehaut versehen, es ist einfach schlichtweg beeindruckend. Man sieht auch die Anspannung, und wenn die erste Reihe losfährt und das Rennen gestartet wurde, dann ist noch mehr Anspannung da in die hinteren Reihen. Es pflanzt sich fort bis zum Schluss, also bis zum Ziel. Also ich finde das einfach gut. Ja, also beginnen möchte ich also mit der Badewanne. Ich kann mich recht gut erinnern, wie wir gesagt haben, also die Badewanne, fahren wir es oder fahren wir es nicht. Da haben doch einige von uns gemeint, naja, wenn wir diese Passage drinnen lassen, ist unter Umständen hier das Rennen zu Ende. Die Badewanne ist kein Thema mehr, sieht man, wie also das Niveau dramatisch gestiegen ist. Ein weiterer Streckenteil, der dir wirklich die Gänsehaut auf den Rücken jagt, ist sicher Karlstinner. Karlstinner musst du dir vorstellen, da schaffen nicht alle Leute zu Fuß. Du willst dort nicht zu Fuß drüber gehen, geschweige denn mit einem Motorrad. Das Dinner ist sicher einer der ärgsten Passagen, die man als Endurofahrer
passieren kann. Aber ein Fixpunkt ist sicher die Wasserleitung. Die Wasserleitung war in den Anfängen des Erzberg-Rodeos ein Streckenteil, der hat dir wirklich Angst gemacht. Das ist eine der längsten Auffahrten, die es am Erzberg zu bewältigen gab. Sehr selektiv, weil eine sehr schwierige Anfahrt und ein immer steiler werdender Hang. Aber wenn ich mir Dynamit anschaue, war für mich unmöglich eigentlich. Ich habe mir gedacht, das kann ja nie funktionieren. Dynamit ist für mich unfassbar schwer. Wenn du den Profis zusiehst, wie sie Dynamit bewältigen, siehst du Fahrtechnik und Talent auf einem vielleicht gar nicht einmal so langen, einem relativ kurzen Steilhang, aber dort trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Berg gibt noch sehr viel her. Unsere Crew hat noch, glaube ich, ein paar gute Ideen, aber ich glaube, es ist schon mal ganz gut, wenn wir den Level halten können. Es wird meines Erachtens auch gewünscht, dass das Rennen von Jahr zu Jahr ein bisschen schwieriger wird, wobei wir sehr wohl beachten, dass wir die Abschnitte am Beginn des Rennens eher noch in der leichteren Kategorie lassen und erst dann eher gegen Ende die wirklichen Zuckerln servieren. Für 2014 habe ich vor, nach dem Dynamit noch ein Sahnehäubchen aufzusetzen.